Manche von euch werden mich nicht kennen. Hier und leben das quasi weiter. Wir gehen weiter auf die Straße. Wir sind laut, wir sind proud und heute sind wir das auf jeden Fall alle gemeinsam hier in Hof. Ja, es ist spät und ich habe keine Kontakte. So, Frau Lehrer, einmal zu mir hier hoch. Ah, hallo. Hier steht auf meinem Zettel, hat sich gefreut wie ein kleines Kind, als sie von der CSD-Planung erfuhr. Was ist da los? Einfach so, machen wir jetzt so Frage und Antwort oder so? Ganz kurz hier. Ja. Wir reden ganz kurz und dann gehört. Ich war schon in der Christopher Street in New York vor vielen Jahren und habe da echt Ehrfurcht gehabt, einfach durchzulaufen und an das zu denken, was dort vor vielen Jahrzehnten von dieser Straße, von diesen Menschen, von dieser Stadt aus eigentlich begonnen hat. Und ich bin total stolz, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die den Mut haben und die Power, das hier auf die Straße zu bringen. Freundlichkeit und vieles auch mit Begeisterung, aber das ist wirklich ein Herzensthema von mir, weil ich auch persönlich Menschen kenne, die das betrifft und die nicht nur, sage ich mal, die guten und die leichten Seiten von queeren Dasein kennen, sondern auch die, die halt schwer sind und auf denen ein Schatten liegt und die auch gekämpft haben. Und ich finde, jeder sollte dafür eintreten, dass so ein Kampf einfach nicht mehr nötig ist, sondern dass wir eine Selbstverständlichkeit hinkriegen, dass wir einfach Menschen sind, so wie wir sind und wie wir sein wollen und wie es einfach uns gegeben ist. Vor allem Drags mit sehr voluminösen Kostümen, die können gerne auf den Wagen kommen. Du darfst, das ist ein voluminöser Fächer, der reicht schon, das ist super. Ich würde dann bitten, alle hier mal einen Zug zu bilden und die OrdnerInnen sich links und rechts zu verteilen. Nanne und Hartmut auf die linke Seite von mir aus gesehen. Follow me through the fire. I'm in
viel Jahr existiert das? Okay, und das Publikum gehört dir. Bin ich froh, dass ich Automat habe. Hallo Hof! Schön, dass ihr... Erster Job, Schule und im Getümmel dieser Jugendhaft, dieses Heranwachsens trifft man natürlich auch auf Schwierigkeiten. Besonders wenn es um die eigene Akzeptanz geht. Du musst kräftiger sprechen. Ah, besonders wenn es um die eigene Akzeptanz geht. Besser so. Ja, wunderbar. Und ich möchte allen Menschen hier, besonders den Jugendlichen, ans Herz legen, steht zu euch, seid wer ihr seid stolz darauf, wer ihr seid und lasst euch nicht von irgendwelchen Idioten oder rechten Faschisten oder sonst wen euren Stolz euch wegnehmen. Wie Jutta schon gesagt hat, ist hier gleich nebenan, da hinten, meine Schule. Gestern hatte ich mein Abi bei und insgesamt war ich 9 Jahre auf dieser Schule. Das hat mich natürlich geprägt. Und alle, die in Deutschland leben, werden von der Schule geprägt. Wir alle müssen mindestens 9 Jahre zur Schule gehen. Und alle heißt auch queere Menschen. Und leider ist für queere Menschen die Schule meist ein negatives Erlebnis. Ich werde jetzt vor allem von einer Studie namens How Are You, kurz HI, Zahlen beziehen. Von den 1710 queeren Jugendlichen, die Opfer der Diskriminierung nannten, war der am häufigsten genannte Ort die Schule. 55,7% der Jugendlichen wurden also in der Schule beleidigt, hatten keine Umkleide für den Sportunterricht, bekamen hässliche Kommentare wegen der Kleidung, des Aussehens oder wurden schlichtweg belästigt. Wie ich gerade vom Wind. Für Tina-Menschen, also trans-, inter-, non-binary und agender-Menschen, sind Diskriminierungszahlen durchgängig höher. Kein Wunder also, dass laut HI 68,6% queerer Jugendlichen depressiv bis schwer depressiv sind. Auch die Suizidraten sind bei queeren Menschen höher. Ein hetero-endo-cis-Jugendlicher ist im Durchschnitt doppelt so glücklich wie ein LGBTQIA-Jugendlicher. Das liegt aber in fast allen Fällen nicht am Queersein, sondern an der stetigen Diskriminierung, die vor allem auch an Schulen stattfindet. Nach mindestens 9 Jahren Dauerdiskriminierung ist jeder Mensch depressiv. Schiller berichten, aber das Problem besteht an allen Schulen. Das Schiller-Gymnasium ist nicht zwingend besser oder schlechter in diesem Thema. Aber um das nochmal zu betonen, das passiert in allen Schularten. Egal ob Mittel-, Real-, Förder-, Sonder-, Privat-, Berufsschule oder eben Gymnasium. Das Problem ist strukturell. Die Ursache ist strukturell. Vor allem Unwissen herrscht beim Thema LGBTQIA+ an Schulen. Ab und an sind die Themen im Lehrplan eingebunden, dann gibt es aber kaum oder keine Materialien für Lehrkräfte. Es kann zum Beispiel sein, dass im Lehrerzimmer rege Debatten aufkommen, welche Begriffe denn die richtigen seien, welche Worte man sagen dürfte und was als Beleidigung gezählt wird. Wirklich fruchtbar sind diese Debatten jedoch nicht, weil dafür müsste jemand da sein, der sowas weiß. Bei Lehrkräften oder gar bei der Schulleitung Hilfe zu verlangen, kostet für SchülerInnen einiges an Mut und Vertrauen. Vor allem, wenn die diskriminierende Person auch eine Lehrkraft ist, erwarten SchülerInnen meist, dass sie sich auch von anderen Lehrkräften angefeindet werden und suchen erst recht nicht nach Hilfe.
Anonyme Kummerkästen oder Ansprechpersonen durch SchülerInnen gibt es kaum. Auch Klassen- oder JahrgangsstufensprecherInnen haben meist nicht die nötige Erfahrung oder überhaupt das Wissen, dass sie eine Ansprechperson sind. Kurzum, wenn Jugendliche an Schulen diskriminiert werden, wird ihnen viel zu selten geholfen. Falls ihr eine Lehrkraft ist, SchülerInnen nicht diskriminieren möchte, kann dieser Verein gerne ein paar Tipps und Materialien bereitstellen. Schreibt uns einfach auf info@kühlhaus-hof.de an oder sprecht uns gerne beim Straßenfest später an. Schule ist ein großer Lebensabschnitt. Richtige Bildung sorgt für mehr Respekt, Akzeptanz und Prävention für sexuelle Belästigung. Diskriminierung ist nicht okay, egal wie, egal wo. Unterricht geht auch ohne Diskriminierung. Schule geht auch ohne Diskriminierung und mit Courage. So, seid ihr noch da? Wie ist die Stimmung da hinten? Hölle soll es sein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Wo zum Teufel soll es sein? Will da oben rein, wie soll das gehen? Muss ich sein wie Mohammed oder Kanye? Ich freue mich unglaublich, so viele Leute hier zu sehen. Ich freue mich unglaublich, so viele Leute hier zu sehen und festzustellen, wie Hof sich im Laufe all der Jahre verändert hat. Ich bin vor 30 Jahren aus Hof weggezogen und hätte mir nicht vorstellen können, eines Tages hier durch die Stadt zu laufen, offen queer zu sein, andere Menschen zu treffen, die mit mir zusammen feiern, da sind und zu sich selbst stehen können und es auch anderen zeigen können. Ja, da hinten ist die Musikschule, da unten ist das Jean Paul. Das war so mein Lebensmittelpunkt. Und es wurde ja vorhin schon erzählt, wie das Leben an einer Schule aussehen kann. Das war damals so, das ist heute so. Und all diese Probleme, die queere Menschen haben, führen zu massiven Gesundheitsbelastungen. Ich möchte jetzt die ganzen Diskriminierungen nicht ausführen. Die gesetzlichen, strukturellen, die institutionellen, die persönlichen.
Ich glaube, alle, die wir hier stehen, jeder von euch, der hier ist, kann seine eigene persönliche Geschichte erzählen und hat viele Dinge erlebt. Und all diese Dinge, die wir erlebt haben, all diese Schwierigkeiten im Job, in der Familie, in der Arbeit, in der Schule, die führen zu massiven gesundheitlichen Beschwerden. Wie zum Beispiel Migräne, Krebs, Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, auch psychische Erkrankungen, die durch den ganzen Stress entstehen. Angst, Depressionen, Burnout, Schlafstörungen, Essstörungen. Queere Menschen konsumieren häufiger legale oder illegale Drogen, von Alkohol über Medikamente. Und viele trauen sich auch nicht zum Arzt zu gehen oder einen Therapeuten, eine Therapeutin aufzusuchen, weil auch das Gesundheitssystem queere Menschen immer noch teilweise diskriminiert und teilweise auch nicht aufgeklärt ist über die Bedarfe von Menschen, die anders lieben. Ich erzähle heute auch ein bisschen was zum Thema Gesundheit. Okay. Liebe Freunde und Unterstützer des Christopher Street Days hier in Hof an der Saale. Herzlich willkommen zu unserem ersten CSD, einem historischen Moment für unsere Stadt und unserer queeren Gemeinschaft. Heute versammeln wir uns, um nicht nur zu feiern, sondern auch um wichtige Themen anzusprechen, die unsere Gemeinschaft betreffen. Bevor wir mit dem Hauptthema übergehen, möchte ich eine persönliche Geschichte teilen, die verdeutlicht, wie es sich anfühlt, wenn man die Diagnose HIV bekommt. Es gibt einen Moment im Leben, die uns auf den Grund unseres Seins zurückwerfen. Einer dieser Momente ist die Diagnose HIV. Der Boden scheint unter den Füßen zu verschwinden, das Leben gerät außer den Fugen, Ängste, Sorgen und Unwissenheit fühlen die Gedanken. Es ist ein Moment der Verwundbarkeit und der tiefen Emotionen. Doch dieser Moment definiert nicht das Leben. Es ist der Anfang eines neuen Kapitels, das von Mut, Unterstützung und Entschlossenheit geprägt ist, weiterzugehen und zu leben. Heute stehen wir hier zusammen, um zu zeigen, dass Menschen mit HIV nicht alleine sind. Wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält und für Gleichberechtigung kämpft. Nun wollen wir über das Thema sprechen, wie Menschen mit HIV in unserer Stadt, in unserer Szene leben und wichtige Dinge für jeden von uns wichtig sind. Das Leben mit HIV in einer Stadt wie Hof und innerhalb unserer Szene ist geprägt von einzigartigen Herausforderungen und Erfahrungen. Für jeden Einzelnen von uns sind dabei bestimmte Dinge zu entscheidender Bedeutung. Erstens, es ist eine große Wichtigkeit, ein Bewusstsein für HIV zu schaffen und die Stigmatisierung zu bekämpfen. Menschen mit HIV müssen frei von Vorurteilen und Diskriminierung leben können. Liebe Menschen aus Hof und liebe Menschen in Hof, CSD gibt es schon lange, aber der erste in unserer Stadt, das ist was Besonderes und wir sind jetzt Teil davon und schreiben ein Stück Geschichte und ich glaube, man konnte schon jetzt in den allerersten Minuten und Stunden spüren, dass dieser CSD, liebe Rahel, liebes Team von Queer Life, wahrscheinlich der erste, aber nicht der einzige bleibt. Wir sind ja immer mehr geworden auf der Strecke unterwegs. Toll! Und natürlich werde ich als Oberbürgermeisterin auch gefragt, muss das denn sein? Und ist es denn seriös? Und braucht es denn überhaupt bei uns im Hof? Das ist doch okay, wenn es andernorts gibt auf der Welt. Da können die ja irgendwie verrückt sein, bunt oder queer.
Muss es jetzt auch im Hof sein? Ja, natürlich muss es sein. Und all die Kritik, die es auch im Vorfeld gab und Kommentare gegen queere Leute oder Kommentare in sozialen Medien, dass es überflüssiger Quatsch ist und man sich lieber mit ernsten Problemen beschäftigen soll, weil die zeigen, wie notwendig das ist, wie nötig das ist. Und die Statements zwischendurch von euch allen, die waren auch toll, weil die haben gezeigt, dass es in unserer Stadt auch queere Schicksale gibt, die harte Stunden und harte Jahre mit sich gebracht haben und dass wir alle verpflichtet sind als Menschen dagegen zu kämpfen, dass diese Diskriminierung erst weniger wird und dann aufhört eines Tages. Wirtschaftlich, politisch, es gibt wieder Krieg in Europa, es gibt den Klimawandel, vieles, was selbstverständlich war, bricht auf, wird hinterfragt und es verändert sich alles immer schneller. Und jetzt ist auch unsere Toleranz gefragt gegenüber den Menschen, denen manche Veränderungen auch zu schnell gehen und die vielleicht auch überfordert sind von Veränderungen, von Digitalisierung oder vielleicht auch von Regenbogenfahnen. Ja, es gibt auch ein bisschen das Recht auf überfordert zu sein, aber es ist kein absolutes Recht. Ich finde, man hat auch ein bisschen die Pflicht, sich allem zu stellen, was einem begegnet in seiner eigenen Stadt, in seinem Umfeld, in seiner Gesellschaft. Und deswegen sind alle, die hier sind, heute schon mal super Vorbilder dafür, sich allem zu stellen, was an Themen und an Herausforderungen einfach da ist in unserer Gesellschaft. Ich sehe es noch viel weiter als über das Thema Diskriminierung herausweichen. Never ever. Ich bin so froh, dass ich als Frau arbeiten kann, Familie haben kann, Verantwortung übernehmen kann, meine Meinung sagen kann, anziehen kann, was ich will und ich weiß, wem ich es zu verdanken habe. Das habe ich nicht meiner eigenen Kraft zu verdanken oder dass ich besonders tough bin oder besonders schlau oder so. Das habe ich denen zu verdanken, die dafür gekämpft haben und die auch was erreicht haben. Und dieser Kampf, der ist noch nicht zu Ende, der geht weiter, aber der hat sich schon gelohnt. Und genauso wird sich der Kampf gegen die Diskriminierung von queeren Menschen auch lohnen. Jede Stunde. Seine Kinder ja anvertraut, wirklich mit viel Vertrauen und ja auch ganz oft mit berechtigtem Vertrauen. Und was dann dort passiert, das ging mir nah, aber es passiert auch am Arbeitsplatz. Da bin ich auch gefragt, als Chefin von 800 Mitarbeitenden, es passiert auch in der Politik, die Diskriminierung, und da muss man gar nicht erst so ganz weit den Kopf nach rechts drehen, zur AfD. Das beginnt schon da, dass manche meinen, dass sie mal dieser Wokeness, dieser blöden, nervigen Wokeness jetzt mal Einhalt gebieten müssen, weil die auch alles durcheinander bringen und die falschen Prioritäten setzen. Als das in Bayern aufkam mit dem Genderverbot und alle geglaubt haben, es sei in ganz Bayern verboten, habe ich als erstes mal eine Mitteilung rausgegeben und eine alte innerdienstliche Anordnung dann auch einkassiert von meinem Vorgänger, da war Gendersternchen verboten. Und ich habe eine Mitteilung rausgegeben, wo eingeladen wurde, geschlechtersensible Sprache anzuwenden. Und zwar ohne Vorschrift und ohne Verbote, sondern einfach mal mit einem Appell an das Bewusstsein und auch dem Vertrauen darauf, dass Menschen und auch Mitarbeitende in der Verwaltung auch selber mal nachdenken können und einen guten Weg für sich finden, damit einfach sensibel umzugehen. Und in Hof, wir stehen für Vielfalt, wir stehen für buntes Leben und wir stehen für die Liebe. Dafür will ich Dankeschön sagen. Die heute hier beim ersten CSD dabei sind, ihr alle zeigt den Partner und Tauschmodelle sind in den sozialen Medien. Hoch ist bunt, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank aber auch an Queerlife, der das heute alles auf die Beine gestellt hat und ohne den der erste CSD nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, der Verein wurde vor einem Vierteljahr gegründet. Das ist echt der Wahnsinn, was ihr die ganze Woche schon auf die Beine stellt. Vielen Dank an euch. Bitte einen großen Applaus für Queerlife. Es ist wichtig, dass nicht nur in Berlin und in großen Städten auf die Straße gegangen wird beim CSD, sondern auch hier in Hof, im ländlichen Raum. Und warum ist das so wichtig? Wir erleben gerade einen krassen Rechtsruck in Europa und in Deutschland. Wenn wir nur an die Europawahlen und an die Kommunalwahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da ist überall die AfD teilweise in fast allen kommunalen Parlamenten stärkste Kraft. Und dagegen müssen wir was tun und das ist auch Aufgabe des CSD. Das tun wir heute. Vielen Dank dafür. Von mir aus
aus kann jeder so leben, wie es ihm Spaß macht, aber hört halt endlich mit dieser Regenbogen-Scheiße auf. Das ist nicht unsere Fahne, das ist unsere Fahne. Deutschland in Deutschland. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Downer, aber ich finde es auch wirklich schade, dass es Menschen gibt, die nicht wollen, dass wir unsere Gefühle hier sichtbar nach außen tragen. Listen to that wow. Ich kann euch nicht hören. Hallo Hof! Ja, vorneweg eine Anmerkung. Meine Rede ist gegendert, aber alle, die das nicht möchten, sind mit gemeint. Außerdem ist sie nicht ganz jugendfrei. Eltern mit kleinen Kindern, wenn die sowas Furchtbares wie AfD nicht hören sollen, vielleicht ein bisschen weiter weggehen oder so. Okay, verehrte Genossen und Genießerinnen, Vereinigte Queerfront, liebe Liebenden. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Andreas Auer und ich bin der Kreisvorsitzende von Hof der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei. Wenn ich auf Demos Volksreden halte, versuche ich eigentlich immer ein bisschen lustig zu sein. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Heute möchte ich aber lieber ein leicht säuerliches Gefasel faseln. Eins mit Zitrusnote quasi. Denn ich weiß wirklich nicht so recht, was es zur Geierin ich hier eigentlich mache. Ich meine, ich verstehe, dass es einen CSD braucht, ganz dringend sogar und auch hier in Hof. Aber ich kapiere echt nicht, warum. Ich meine, warum interessiert es eigentlich irgendwen, was ich da zwischen den Beinen habe? Oder wo ich das hinstecke? Was? Genau. Also außer meine SexualpartnerInnen natürlich. Das kann man doch einfach stecken lassen. Oder was ich mir ins Gesicht mal. Wie kann das für irgendwen ein Problem sein? Ich kapiere das nicht. Und weil ich das nicht kapiere, habe ich in der Vorbereitung mal ChatGPT gefragt, weil Googlen ist ja für Boomer, warum manche konservative oder rechte homo- oder transsexuelle Personen als Bedrohung empfinden. Welches Geschlecht hat eigentlich ChatGPT? Es hat mir dann 8 Punkte benannt, die ich der Vollständigkeit halber einfach mal runterrattern möchte. Traditionelle Familienwerte, religiöse Überzeugungen, kulturelle Homogenität, haha, er hat Homo gesagt, Angst vor Unbekanntem, politische Rhetorik, Sündenböcke, Widerstand gegen gesellschaftliche Veränderungen und persönliche psychologische Faktoren. Und dazu jeweils ein Absatz, was so etwa 2 Seiten Text ergab. Aber davor darf nochmal unsere Schirmherrin, die Oberbürgermeisterin Eva Döhler, euch begrüßen. Liebe Rahel, liebes Hof, buntes Hof, nachdenkliches Hof, feierfreudiges Hof. Wir sind seit 13 Uhr hier miteinander dabei und es war
Party, gab viel Spaß und Community, aber auch vieles zum Nachdenken und zum Bewusstsein wecken. Und der erste CSD, kann man jetzt schon sagen, ist wirklich ein Erfolg. Mich hat es total berührt, dass die Menge der Leute hinter dem Wagen bei der Parade immer größer geworden ist und dass so eine tolle Atmosphäre da war und dass das jetzt auch geklappt hat mit dem Sprung über den Kugelbrunnen hierher und die Feier einfach weitergeht. Ich bin Schirmherrin mit voller Absicht und mit ganzem Herzen und ich wünsche allen hier einen wunderbaren Abend noch. And I say very welcome to our international guests from Prague, the Bears. Hi. Wir haben Gäste aus Prag. Das freut mich sehr. Den alten Slogan, Hof in Bayern ganz oben. Hof in Bavaria on the top. Aber heute heißt es Hof im Feiern ganz oben. Und zwar den ganzen Abend, die ganze Nacht. Danke an dich, Rahel, wo ist sie? Und an alle von Queer Life und alle UnterstützerInnen. Party on! I wanna throw that. Me and you one-on-one, treated like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Say what you